Hey, ich zeige euch heute 3 neue Akkorde für eure Lagerfeuer-Session. Unser erster Akkord ist das C-Dur. Hier habt ihr den Ringfinger auf der A-Seite im dritten Bund, den Mittelfinger auf der D-Seite im zweiten Bund und den Zeigefinger im ersten Bund auf der B-Seite. Spielen tut ihr ab der A-Seite, die E-Seite spielen wir nicht. Der zweite Akkord ist das G-Dur. Hier spielen wir alle Saiten und eure Finger sind auf dem dritten Bund auf der E-Seite, habt ihr den Mittelfinger. Im zweiten Bund auf der A-Seite habt ihr den Zeigefinger. Die D- und die G-Seite habt ihr leer. Und der Ringfinger ist im dritten Bund auf der B-Seite und der kleine Finger im dritten Bund auf der E-Seite. Unser dritter Akkord ist das F Major 7 oder viele kennen es einfach als kleines F. Das große F wäre schon ein Barré-Akkord. Wir spielen aber das kleine F. Hier habt ihr den Ringfinger im dritten Bund auf der D-Seite, den Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und den Zeigefinger im ersten Bund auf der B-Seite. Und die E-Seite spielt ihr leer. Die E- und die A-Seite, die zweiten Tiefen, die spielt ihr nicht. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Akkorde am besten wechseln könnt. Als erstes haben wir das C-Dur. Natürlich ist es schwierig von C auf G zu wechseln, da ihr da alle 4 Finger braucht. Aber der Mittelfinger würde ich euch empfehlen, als erstes nach oben zu wechseln. Wenn ihr es schafft, hier den Zeigefinger mitzunehmen, dann habt ihr schon mal die Hälfte geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch den Ring und den kleinen Finger nach unten legen. Ich zeige es euch nochmal. C. Der Wechsel von G-Dur auf F Major 7 ist ein bisschen schwieriger. Ich würde euch empfehlen, einfach zu versuchen, den Ringfinger als erstes zu legen und dann eine kleine Treppe abwärts die Finger hinzulegen. Ich zeige es euch nochmal. Mit der Zeit formen sich eure Finger dann schon in der Luft und ihr habt den Griff einfach schneller drin. Das braucht einfach ein wenig, aber das bekommt ihr schon hin. Ihr könnt natürlich auch versuchen, von C auf F zu wechseln, einfach mal eine andere Folge zu spielen. Bei diesem Wechsel könnt ihr super üben, den Mittelfinger und den Ringfinger gleichzeitig immer eine Seite hoch oder runter zu bewegen. Ich zeige es euch mal. Und dann natürlich wieder zum G. Wenn ihr es geschafft habt, die Akkorde sauber zu wechseln, dann könnt ihr versuchen, schon mal einen einfachen Rhythmus zu spielen und dann zu schauen, schafft ihr es auch im Timing, die Akkorde zu wechseln. Zum Beispiel so. Ihr könnt euch dann im Video zur ersten Lagerfeuer-Session die anderen 3 Akkorde anschauen und versuchen, diese miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel können wir auch hier das D-Dur einbauen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.